Der Arsenalplatz von Wittenberg hat uns auf einer spektakulären Ausgrabung ein ganz besonderes Fundstück erbracht. Ein Fundstück, wie wir es normalerweise in der Archäologie nicht finden, weil ja in der Archäologie in den normalen Mineralböden nur anorganische Substanzen überleben, organische Substanzen, Haut, Leder oder aber auch Holz zergehen im Boden, außer sie sind unter Wasser oder unter Luftabschluss, dann erhalten sie sich. Und hier hat sich in einer ungewöhnlich großen Latrine im Eckgebäude einer Bebauung am Arsenalplatz, einer Latrine, die 6 Meter Durchmesser hatte und eine enorme Tiefe. In dieser Latrine hat sich ein Kerbholz erhalten. Das Kerbholz sehen Sie hier vor mir. Und das Kerbholz ist durch eine Inschrift ganz exakt datiert, und zwar in das Jahr 1558, also kurz nach Luther. Luther ist da schon etwas mehr als 10 Jahre verstorben. Aber möglicherweise wurden die Schulden auf diesem Kerbholz noch zu Luthers Lebzeiten gemacht. Wie funktioniert solch ein Kerbholz? Sie sehen das hier im Griff. Das zweite Teil des gespaltenen Holzes wird eingesteckt und dann wird immer eine gemeinsame Linie gezogen und jede dieser Kerblinien, daher Kerbholz, zeigt die Schulden an und wie viel, das steht hier auf der Seite. Jeder Strich bedeutet einen Gulden. Man hat also 23 Gulden Schulden. Das ist ein enormer Schuldbetrag und hier steht eben die Jahreszahl 1558. Das Grundstück war das Grundstück sicherlich eines relativ reichen Besitzers, da es ein sehr großes Eckhaus war, wie gesagt. Und wir wissen nicht, ob der Besitzer der Schuldner war oder der Gläubiger, derjenige, der das Geld geliehen hat. Aufgrund des Holzes und des längeren Stückes gehen wir davon aus, dass es nicht der Schuldner war, sondern der Geldverleiher. Er hätte also das Geld zurückbekommen und dazu würde passen, dass dann das Kerbholz gebrochen wurde und in der Latrine entsorgt wurde. Es war somit wertlos und hatte seine Funktion verloren. Es könnte aber auch sein, dass der Besitzer sozusagen nur den Vertrag korrekt überwachte und dann in seinem Haus das Ganze abgewickelt und das Kerbholz entsorgt wurde. Das ist ein sehr seltener Fund, wie wir ihn im Land nicht haben. Im englischen Bereich gibt es das ab und an. Im Englischen waren Kerbhölzer bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts üblich. Bei uns waren Kerbhölzer weniger üblich als etwa schriftliche Notate über die Schulden. Der Arsenalplatz, auf dem sich dieses Gebäude befand und auf dem sich die Latrine befand, dieser Arsenalplatz ist insofern bedeutend, als dass er 1760 im Siebenjährigen Krieg von den kaiserlichen Truppen zerstört wurde, wie weite Teile der Stadt Wittenbergs. Wittenberg war ja Festung, wurde belagert, wurde im Oktober 1760 gestürmt und in Brand geschossen. Dieser hölzerne Fund ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen organischen Funden, beispielsweise aus dieser einzigen Kloake. Dort kommt auch ein fast vollständiges Mieder her und viele andere Funde. Funde dieser Art, die aus solchen Kloaken stammen, die können sich über 100 oder mehr Jahre angesammelt haben. Diese Latrinen sind für uns Archäologen ein wichtiger Anhaltspunkt in jeder Stadtgrabung und ein wichtiger Punkt für zentrale, entscheidende Funde, dass sich dort unter Luftabschluss nicht nur Hölzer und Stoffe erhalten, sondern häufig auch botanische Zeugen, die uns Auskünfte geben über Lebensverhältnisse in der Stadt und vieles mehr.